Ja, auf den nächsten Input herzlich willkommen, Svenja Xoll. Ja, vielen Dank. Geht schon los, ja? Ich arbeite zum Thema Schultoilette seit über 10 Jahren und höre im Gespräch immer wieder, dass das Schulklo ja schon vor 30, 40, ja 50 Jahren schon ein sehr unangenehmes war. Und ich wette, dass auch viele hier im Saal gleich ein ganz bestimmtes Bild dazu im Kopf haben. In der Diskussion gibt es 2 Lager. Die einen sagen, Schülerinnen und Schüler können sich nicht benehmen. Die sind für ihre Misere selber verantwortlich. Sie hinterlassen eine Spur des Schmutzes und der Verwüstung. Und außerdem muss die Hygieneerziehung ja nun auch im Elternhaus stattfinden und nicht in der Schule. Die anderen sagen, es kann ja nicht sein, dass SchülerInnen einen Großteil ihrer Kindheit in maroden und alten Schulgebäuden verbringen und dann auch noch ihr Grundbedürfnis auf stinkenden alten Toiletten verrichten müssen, ohne Seife und Klopapier. Fakt ist, dass unsere Schultoiletten oft Jahrzehnte alt sind. Sie sind schlecht ausgestattet. Es gibt keine Seife, kein Klopapier. Es gibt Löcher in der Wand, man kann die Tür nicht abschließen. Es stinkt und oft sind sie einfach auch komplett gesperrt. Und mit einem Wohlfühlort haben Schultoiletten ja nun leider überhaupt nichts zu tun, obwohl die Schule im Ganzen ja eigentlich einer sein sollte. Die Probleme bestehen deutschlandweit. Stadt, Land, Nord, Süd, Ost, West. Ich bekomme täglich Anfragen von Schulleitungen, SchülerInnen, Lehrkräften, Trägern und Kommunen, die alle nach Hilfe suchen. Aber Politik und Behörden verdrängen das Thema weitestgehend. Wir bei der GTO arbeiten systematisch an der Verbesserung. Wir machen das seit fast 20 Jahren. Wir machen bundesweite Wettbewerbe, haben Daten erhoben und veröffentlicht und letztes Jahr den ersten deutschen Schultoilettengipfel veröffentlicht. Mitte 23 dann die erste und bisher einzige wissenschaftliche Studie zum Thema Schulklo in Kooperation mit der Universität Bonn. Wir haben hier Berliner Schultoiletten angeschaut und knapp 1000 SchülerInnen nach ihrer Wahrnehmung und Nutzung befragt. Damit haben wir die schulische Sanitärkrise wirklich schwarz auf weiß vorliegen. Jetzt mag einer sagen, das ist ja Berlin, ja. Da funktioniert ja eh nichts. Wir haben Behörden-Ping-Pong, keiner weiß seine Zuständigkeit. Aber demgegenüber stehen die täglichen Anfragen, die wir aus dem ganzen Bundesgebiet bekommen. Ich möchte Ihnen einige ausgewählte Ergebnisse präsentieren zu dem Thema, die mit Ganztag ganz eng zu tun haben. SchülerInnen vermeiden den Toilettengang. 46% unserer Befragten das kleine Geschäft, 85% vermeidet das große Geschäft. Und das hat genau 3 Gründe. Privatsphäre. Schultoiletten werden immer noch wie große Sammelbatterien gebaut und geplant und die Befragten geben an, dass es sie stört, wenn noch jemand im Raum ist, wenn man von oben oder unten reingucken kann. Ja, und wenn Löcher in der Wand sind und man die Tür nicht zuschließen kann, dann ist das nachvollziehbarerweise unangenehm. Schmutz, zweiter Grund. Die Mehrheit der Schulen haben nur einen Reinigungszyklus pro Tag. Das ist ja im Grunde unvorstellbar, dass so hochfrequentierte Anlagen wie Schultoiletten offensichtlich so wenig pflegebedürftig sein sollen, wo doch jedes Flughafenklo mehrmals am Tag durchgewischt wird. Ja, und der dritte Grund, fehlende Füllgüter. Wir stellen fest, dass da, wo die Schultoilette gut ausgestattet ist, wo alles da ist, was ich brauche, Klopapier, Seife, Handtücher, ja vielleicht sogar Menstruationsprodukte, dort wird sie pfleglich behandelt und es gibt weniger Vandalismus. Noch ernster wird die Lage, wenn wir uns anschauen, was die Vermeidungsstrategie ist der SchülerInnen. 25% unserer Befragten gibt an, dass sie weniger essen und trinken den ganzen Tag, um nicht aufs Klo gehen zu müssen. Weitere 20% sagen, dass sie das schon mal getan haben. Andere Studien aus Grundschulen belegen den Zusammenhang zwischen zu wenig Trinken und mangelnder oder abnehmender Konzentration und Aufmerksamkeit. Ja, und dauerhaftes Einhalten hat gesundheitliche Konsequenzen wie Bauchschmerzen, chronische Verstopfung oder sogar Harnwegsinfektionen.
Im Ganztag sprechen wir oft von der Wichtigkeit von Bewegung und Ernährung. Wir müssen aber Bewegung und Ernährung und den Toilettengang als Dreiecksgleichung begreifen. Das sind Grundvoraussetzungen für ein gesundes Lernumfeld, in dem seelisches, körperliches und soziales Wohlbefinden möglich ist. Ja, und ein anderes spannendes Thema ist natürlich Partizipation und Teilhabe. Die Schultoilette ist der erste Ort, an dem Kinder oder insbesondere Kinder ohne die Aufsicht von Erwachsenen mit Gemeingut umgehen. Das heißt, wir haben einen hohen pädagogischen Wert. Und dort, wo SchülerInnen einbezogen werden und gestalten, ja, da verbessert sich die Situation. Für die SchülerInnen ist das Thema Schulklo ein gemeinsames. Die Mehrheit beschäftigt es sehr und damit fängt demokratische Mitbestimmung ja auf der Schultoilette an. Es gibt Schulen, bei denen das wunderbar funktioniert, wo sie einen Ort geschaffen haben, den alle gerne benutzen, weil SchülerInnen sich mit dem Ort identifizieren und ihn als etwas Eigenes ansehen, weil sie selbst gestalten und selbst mitbestimmen. Und es gibt Schulen, wo Kinder mit eigens gestalteten Checklisten kontrollieren, ob etwas fehlt, ob etwas kaputt ist oder etwas in Ordnung gebracht werden muss, sodass die Meldekette wirklich gut funktioniert. Und das tun sie mit der Unterstützung von Erwachsenen, ganz wichtig, ja, dass alle wirklich an einem Strang ziehen. Die Schultoilette zu einem Wohlfühlort zu verwandeln, ist möglich. Und dafür müssen wir das Thema ernst nehmen und ein für alle Mal aus der Schmuddelecke rausholen. Ja, und für alle weiteren Schritte und bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. Vielen Dank. Das war wahnsinnig interessant. Vielen Dank, Frau Xoll, auch an Sie. Und weiter